Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich weiß, ich habe lange nichts von mir blicken lassen, aber wir haben hier in Deutschland halt auch gerade Winterpause, also ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich zeige euch heute ein neues Video und heute geht es nicht um Helikopter, heute geht es zwar auch um den Modellflug, aber ich möchte euch heute ein neues kleines Spaßgerät vorstellen, nämlich den Alpha 300Q von der Firma Graupner. Q steht für Quadrocopter oder auch Multicopter genannt. Bitte nicht Drohne sagen, ganz wichtig. Dieser Multicopter ist etwas ganz Besonderes, denn es handelt sich hierbei um ein 3D-Quad. 3D werdet ihr jetzt sagen, ja 3D kenne ich von deinen Flugvideos mit dem Heli, so auf den Kopf fliegen und so ein Quatsch. Ja genau, das könnt ihr mit dem Ding hier jetzt nämlich auch machen. Warum geht das auf einmal? Weil wir ganz schnell angesteuerte Motoren haben, die ihre Drehrichtung blitzschnell ändern können. Das heißt, dadurch könnt ihr dann auch auf den Kopf fliegen, ihr könnt Loopings fliegen, ihr könnt Rollen fliegen, ihr könnt TikToks fliegen, ihr könnt Pyroflips fliegen, alles was das Herz begehrt und auch alles was ihr mit dem Heli fliegen könnt. Die Orientierung, die Lageorientierung ist natürlich etwas komplizierter, weil das Ding sehr symmetrisch aussieht in der Luft. Dafür habt ihr aber diese ultrahellen LEDs ebenfalls auch auf der Unterseite. Das zeige ich euch aber nachher in einem Flugvideo dann nochmal speziell. Das kleine Teil hier macht eine Menge Spaß und ich möchte euch heute einmal den Quadrocopter vorstellen, was in der Lieferung, also was in der Packung drin ist, wie ihr ihn mit eurer Graupner Hotfunke bindet. Ich werde euch das an meiner MZ24 zeigen, welche Basic-Einstellungen ihr machen müsst, um rausgehen und fliegen zu können. Ja, und dann zeige ich euch noch ein paar Videos, die in den letzten 2 Wochen entstanden sind. Also würde ich sagen, fangen wir an. Der Alpha kommt in einer hübschen Verpackung zu euch. Nur so als kleiner Tipp, ich benutze diese Verpackung nach wie vor immer noch als Transportbox, denn wie ihr gleich sehen werdet, der Quadrocopter kommt komplett montiert zu euch. Das heißt, die Propeller sind auch schon dran. Das heißt, wenn ihr ihn jetzt später einfach als Transportbox benutzen wollt, dann könnt ihr das fertige Quad einfach direkt dort hineinlegen und es ist vor Sturzschäden und sonstigen Sachen geschützt. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, der Quadrocopter ist komplett aufgebaut. Das heißt, die Propeller sind schon richtig montiert, ist schon alles gesichert. Es ist schon ein Klettband dabei, um den Akku zu befestigen. Die Antennen sind verlegt, ein Akkustecker ist schon dabei, das GR18 ist auch schon komplett verkabelt, die LEDs sind schon angeschlossen und komplett verkabelt. Das heißt, der Quadrocopter ist wirklich ready to go. Das Einzige, was ihr jetzt noch braucht, ist ein Sender. In meinem Fall wird das die MZ24 sein und ihr braucht noch einen passenden LiPo. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ein 3S oder ein 4S LiPo benutzen wollt. Bei beidem empfehle ich euch eine Kapazität von ungefähr 2000 mAh als 3D-Copter mit 4 Propellern, die ordentlich Saft ziehen, würde ich euch eher zu 4S raten. Ihr könnt aber für den Anfang auch erstmal, wenn ihr wie ich von eurem 450er Heli zum Beispiel noch 3S Akkus übrig habt, auch einen 3S Akku benutzen. Der wird dann hier unten eingelegt und gesichert, achtet dabei auf den richtigen Schwerpunkt und dann einfach nur noch angesteckt. Was ihr sonst noch dabei habt, sind noch ein paar Ersatzklebepads für das GR18 und natürlich noch Ersatzluftschrauben. Wie ihr seht, es ist alles dabei. Dann würde ich sagen, programmieren wir mal das Ganze. Als nächstes müssen wir die Flugphasen festlegen, denn das Quad hat sowohl einen Horizontalmodus, in welchem es wie ein ganz normales Quad sich selbst wieder horizontal stabilisiert. Wir sprechen jetzt hier nicht über GPS, sondern einfach über eine Horizontalausrichtung für einfaches Fliegen zum Starten und zum Landen zum Beispiel. Wenn ihr diesen Modus ausgewählt habt, dann ist bei Knüppel unten der Motor aus. Wenn ihr jetzt umschaltet in den 3D-Modus, in dem ihr auch 3D fliegen könnt, dann ist der Motor in Knüppelmitte aus. Hier laufen die Motoren in die eine Richtung auf Vollgas und hier laufen sie in die andere Richtung auf Vollgas. Damit wir das umschalten können, müssen wir das Ganze auf einen Schalter legen. Ich benutze dafür den gleichen Schalter wie für die Flugphasen beim Helikopter, das ist der Schalter hier oben. Um das Ganze zu programmieren, gehe ich jetzt hier in die Basisfunktionen
in Geberset und dann nehme ich den Kanal 5. Wie gesagt, das GA18 in eurem Quadrocopter ist bereits standardmäßig programmiert und auf dem Kanal 5 liegt eben diese Flugphasenumschaltung. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier den Kanal 5 und ordnen hier, wir werden jetzt gefragt, welchen Schalter wir benutzen wollen. Ihr benutzt jetzt einfach, ihr drückt einfach irgendwie, kippt den Schalter, den ihr benutzen wollt. Bei mir war es jetzt der hier, es ist ganz egal, in welche Richtung der gerade schaut. Ich kippe ihn einfach nur, dadurch weiß der Sender, aha, wir wollen diesen Schalter betätigen. Wir haben jetzt die Flugphase, den Geber, erstmal programmiert. Jetzt können wir hier unten bei Basis und Servomonitor, können wir jetzt überprüfen, bei dem Schalter, seht ihr, jetzt haben wir plus 100, 0, minus 100. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob jetzt minus 100 der 3D-Funktion entspricht oder plus 100. Wenn ihr jetzt einen anderen Sender benutzt als ich, also keine MZ24, dann würde ich euch empfehlen, müsst ihr ausprobieren, was ist. Und dazu empfehle ich euch dringend, dass ihr die Propeller abmontiert. Denn falls wirklich durch Zufall irgendwas anlaufen sollte, kann das Quad vorne überflippen oder zur Seite oder es fliegt nach oben und auch wenn es nur Plastikpropeller sind, sie können ganz, ganz schmerzhafte Schnitte verursachen. Also tut euch selber den Gefallen, es sind wirklich nur 4 kleine Muttern, macht die Propeller ab. Sollten die Motoren dann bei irgendwas anlaufen, dann kann euch nichts passieren, dann steckt ihr den Akku einfach wieder ab. Also bitte ganz, ganz dringend, Sicherheitshinweis, macht die Propeller ab. Ich weiß bei meiner MZ24, da ich den Copter ja schon mal geflogen bin, dass bei mir, wie gesagt, das muss bei einer MX oder bei einer kleineren MZ, muss das jetzt nicht zwingend genauso sein, dass bei mir minus 100 dem Horizontalmodus entspricht und plus 100 dementsprechend dem 3D-Modus. Wenn wir jetzt hier gucken, ich habe jetzt den Schalter ganz nach vorne gekippt, da möchte ich meinen 3D-Modus haben, aber ich habe jetzt minus 100 anliegen, das heißt mit Schalter nach vorne hätte ich jetzt den Horizontalmodus drin, aber das will ich ja eigentlich genau nicht. Was machen wir? Wir gehen einfach in Umkehren und Invertieren, nehmen uns den Kanal 5, drücken auf Umkehren, gehen wieder zurück und jetzt überprüfen wir das Ganze nochmal im Servomonitor. Jetzt lege ich mal meinen Schalter nach hinten. Hier möchte ich meinen Startmodus drin haben. Also habe ich jetzt bei Kanal 5 minus 100. Wenn ich dann schnell umswitche, bin ich bei plus 100 beim 3D-Modus. Also perfekt, wunderbar. Dann lasse ich jetzt meinen Schalter hinten im Startmodus und achte darauf, dass mein Knüppel ganz unten ist. Ihr seht das hier, Kanal 6. Hier muss bei Gas minus 100 anliegen, damit, wenn ich den Akku anstecke, nicht die Motoren anlaufen können. Um es auszuprobieren, müssen wir jetzt natürlich erstmal das GR18, den Empfänger, mit dem Sender binden. Dazu stecke ich jetzt erstmal schnell den Akku an. Moment. Jetzt benötige ich einen kleinen Schraubenzieher und muss hier durch diese kleine Öffnung, da ist der Bindungsschalter, den muss ich gedrückt halten und dann gleichzeitig hier auf Suchen gehen. Das mache ich jetzt mal schnell, weil dafür brauche ich leider beide Hände. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt gab es ein kleines Bestätigungsgeräusch und wie ihr sehen könnt, ist der Empfänger jetzt auch gebunden. Wie funktioniert das Ganze jetzt im Flug? Naja, ihr startet dann einfach, indem ihr langsam den Knüppel nach oben schiebt, dann laufen die Rotoren an, ihr werdet langsam abheben, ihr startet, ihr könnt vor euch schweben, geht auf eine sichere Höhe und wenn ihr euch dann sicher fühlt, dann könnt ihr hier den Flugphasenschalter umstellen auf den 3D-Modus und dann wie mit einem ganz normalen Heli fliegen. Ihr müsst halt einfach nur aufpassen, dass wenn ihr den Knüppel über die Mitte nach unten schiebt, das Quad dann auch negativ beschleunigt. Das heißt, zum Landen solltet ihr dann genau umgekehrt wieder vorgehen. Ihr fliegt wieder auf eine angenehme Höhe in der Nähe von euch, schaltet mit dem Flugphasenschalter wieder zurück in den Horizontalmodus, dann landet ihr ganz langsam und drückt den Knüppel ganz nach unten und die Rotoren gehen aus.
So, ihr habt gesehen, das mit der Sendereinstellung ist wirklich kein Hexenwerk. Das heißt, den Kopter einfach rausnehmen, der ist schon fertig aufgebaut, Akku dran stecken, kurz 2, 3 Einstellungen machen und das Ganze ist schon ready to go. Und jetzt kommen natürlich noch die Flugvideos, damit ihr auch wirklich sehen könnt, was mit diesem kleinen Teil alles möglich ist. Ich sage aber vorher dazu, die Aufnahmen, die ihr jetzt seht, da bin nicht ich geflogen, sondern mein Kollege Timo Wendland. Wir haben in der Zeit nach Silvester, in den paar Tagen, wo mal schönes Wetter war, haben wir das Promo-Video für Graupner aufgenommen. Und da bin ich eigentlich die ganze Zeit hinter der Kamera gestanden und habe Timo beim Fliegen gefilmt. Danach war das Wetter eigentlich so schlecht, dass ich selber kaum noch zum Fliegen gekommen bin. Ich hoffe, das ändert sich jetzt demnächst mal wieder, auch wenn es wieder heller wird. Aber nur so viel dazu. Geflogen bin jetzt nicht ich, sondern Timo. Aber schaut euch die Flugaufnahmen auf jeden Fall an. Sie sind spektakulär und ich glaube, sie wecken dann auch so ein ganz kleines Haben-Wollen-Gefühl. Dann bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß mit den Videos. Guckt sie euch an und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn Wünsche, Kritiken, irgendwas ist, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao!